Das Projekt Riese im Ollengebirge und der Ort Ludwikowice. Dieser Ort ist einer der geheimnisvollsten Orte im heutigen Polen. Wurde hier wirklich an einer Apparatur experimentiert, die einen alternativen Antrieb nutzte? Wurde hier wirklich an der Antigravitation geforscht? Wurde hier diese Apparatur, die einen solchen Antrieb nutzte, entwickelt? Startete hier zum ersten Mal die Glocke? Wer Kritik übel nimmt, hat etwas zu verbergen. Helmut Schmidt. Teil 3. Eine spannende Theorie zu diesem seltsamen Fluggerät geht weiter. Wir schauen uns das Schicksal der Wissenschaftler, die an der Glocke gearbeitet haben sollen, nach dem Krieg genauer an. Auch den Ort, an dem dieses Fluggerät entwickelt und erprobt wurde, werden wir durchleuchten, um dem letzten Geheimnis des Dritten Reiches auf die Spur zu kommen. Die Wahrheit über die Wunderwaffen. Um diese Beweise zu erhalten, schien es am einfachsten zu sein, an Abhörprotokolle von Gesprächen zu gelangen, die führende deutsche Physiker nach dem Krieg miteinander führten. Die Briten internierten die 10 bedeutsamsten Wissenschaftler und hielten sie gemeinsam von Juni bis Dezember 1945 im Farm Hall fest, einem Luxusanwesen in der Nähe von Cambridge. Unter dem Decknamen Epsilon wurden gleichzeitig eine nachrichtendienstliche Operation durchgeführt, um alle Gespräche aufzuzeichnen, die die Internierten untereinander führten. Nach mehreren Dutzend Jahren wurde die Operation endlich offengelegt und ein Teil der Gespräche wurden in Buchform veröffentlicht. Ich hoffe, dort die gesuchten Details über Gerlachs Tätigkeiten zu finden, der natürlich zum Kreis der Internierten zählte, wurde jedoch bitter enttäuscht. Die veröffentlichten Texte entsprachen gerade mal 200 bis 300 Schreibmaschinenseiten, was etwa der Gesprächsmenge eines vollen Tages gleichkam. Es ist vollkommen ausgeschlossen, dass jeder von ihnen lediglich wenige Sätze pro Tag sagte. Alle waren ja durch die entstandene Situation aufgewühlt und hatten sich in den meisten Fällen seit langem nicht gesehen. Die veröffentlichten Aufzeichnungen machen einen sehr lückenhaften Eindruck. Es fallen zum Beispiel Fragen, die nicht beantwortet werden, oder es kommen Antworten auf Fragen, die nie gestellt wurden. Es werden Probleme erörtert, die aus dem Kontext herausgerissen sind. Hier ein Beispiel für einen solchen mehrdeutigen Meinungsaustausch, der gleichzeitig sehr interessante Elemente enthält. Otto H. Sie haben sicher nie eine solch unmenschliche Waffe wie die Uranbombe befürwortet. Gerlach. Nein, wir haben nie an der Bombe gearbeitet. Ich glaube nicht, dass das so schnell zu schaffen wäre. Ich dachte aber, wir sollten alles tun, um Energiequellen zu entwickeln und entsprechende Möglichkeiten in der Zukunft zu nutzen. Nach den ersten Ergebnissen, als mittels der Würfelmethode die Konzentration deutlich gesteigert werden konnte, sprach ich mit Oberst Geist, der rechten Hand von Speer, weil Speer damals unerreichbar war. Später fragte mich Saukel aus Weimar, was wollt ihr denn bloß damit tun? Ich antwortete ihm, meiner Meinung nach kann ein Politiker, der im Besitz einer solchen Maschine ist, alles erreichen. Es wird nirgends erklärt, was unter dem Begriff Maschine zu verstehen ist. Die Annahme, dass es sich dabei um einen Kernreaktor handeln könnte, ist gar nicht so offensichtlich, da die Deutschen dafür niemals den Begriff Maschine verwendeten. Unabhängig davon ist alleine schon die Feststellung schockierend, dass die Deutschen nie an der Bombe gearbeitet hätten. Solche Unklarheiten kommen in den Aufzeichnungen aus Farm Hall sehr oft vor. Hier ein anderer interessanter Auszug. Wenn wir in einem größeren Umfang gearbeitet hätten, hätte uns der Geheimdienst getötet. Wir freuen uns, dass wir überhaupt noch am Leben sind. Lasst uns den Abend in diesem Sinne zelebrieren. Diebner. Professor Gerlach war Obergruppenführer, wurde in Luxemburg als Kriegsverbrecher hinter Schloss und Riegel sitzen. Korsching. Wer keinen Mut hat, soll am besten gleich aufgeben. Gerlach. Machen Sie doch keine solchen aggressiven Bemerkungen. Eben vielleicht besaß Gerlach einen hohen SS-Offiziersrang, wie auch andere wichtige Wissenschaftler, die für diese Organisation arbeiteten, zum Beispiel von Braun. Das werden wir wahrscheinlich nie erfahren. Es ist im Übrigen schwer, sich aufgrund des zitierten Materials ein zusammenhängendes Bild von Gerlachs Forschung zu machen. Meiner Meinung nach beinhaltet diese Veröffentlichung nur einen weiteren interessanten Aspekt. Sie liefert den Beweis für den geradezu extremen nationalsozialistischen Fanatismus dieses Wissenschaftlers, der nicht einmal zur Haltung Internierten passte. Als er von Abwurf der ersten Atombombe erfuhr, wurde er depressiv, begann zu weinen und wollte laut den britischen Offizieren Selbstmord begehen.
Dabei ging es ihm jedoch nicht um das Schicksal der Opfer. Professor Mark Walker drückte es wie folgt aus: Gerlach behauptete, niemals die Idee der Konstruktion unmenschlicher Waffen unterstützt zu haben, wie zum Beispiel der Atombombe. Er war jedoch niedergeschlagen, da die Amerikaner ihre wissenschaftliche Überlegenheit demonstriert hatten. Gerlach wollte sich das Leben nehmen, einfach weil er die Niederlage des Dritten Reiches von neuem erlebte. So beschrieb das auch sein Gefährte Werner Heisenberg. Die Art und Weise, wie das Material aus Farm Hall der Geheimhaltung unterstellt wurde, war zum Glück nicht hundertprozentig wirkungsvoll. Es bleiben ja nur Dokumente oder Tonbänder, sondern auch lebende Menschen übrig. Ich versuchte festzustellen, ob irgendwelche Zeugen oder noch besser Ausarbeitungen von Historikern übrig geblieben waren, die auf Sachinformationen vor der Offenlegung oder eher Zensur der Aufzeichnungen beruhten. Es stellte sich heraus, dass sie tatsächlich existieren, und zwar in Polen. In den 1970er Jahren beschäftigte sich Herbert Lipinski, ein leider bereits verstorbener polnischer Historiker, mit der eingehenden Analyse dieses Problems. Er war Mitarbeiter des Woiwodschaftamtes in Zielona Góra, Grünberg in Schlesien. Die Ergebnisse seiner Arbeit wurden als Artikelserie veröffentlicht. Sie betrafen natürlich deutsche Forschungsarbeiten aus der Kriegszeit. Er hatte Zugang zu umfassenden Quellen aus Farm Hall. Aus seiner Beschreibung ergibt sich etwas ganz anderes als aus der veröffentlichten Version. Während die letztere überhaupt keine konkreten Bezüge zum Kronos-Laternenträgerprojekt enthält, schrieb Lipinski zu seiner Zeit, als noch niemand etwas davon gehört hatte, Folgendes über Gerlach. Gegenstand der Gespräche waren meistens die folgenden Themen: Atomkern, Kosmos, Magnetfeld, Erdgravitation. Für jemanden, der die deutsche Physik vom Standpunkt des Kernforschungsprogramms betrachtet, passen diese Begriffe überhaupt nicht zueinander und scheinen in diesem Zusammenhang keinen Sinn zu ergeben. Wir wissen jedoch, dass sie durchaus zueinander passen. Sie könnten gar nicht besser zusammenpassen. Wenn wir im erwähnten Material den Beweis dafür finden wollten, dass die Deutschen an einer Verknüpfung zwischen Magnetismus und Atomphysik arbeiteten, um die Erdgravitation zu überwinden und in den Weltraum zu fliegen, dann würde dieser Beweis die gleiche Form wie in diesem Fall annehmen. Das ist jedoch nicht alles. Es gibt auch einen Beweis dafür, dass Gerlachs Projekt einen wirklich besonderen Rang hatte. Philip Henschel, ein anderer, diesmal britischer Forscher, analysierte die Notizen von Martin Bormann und bemerkte, dass in seiner Korrespondenz mit Gerlach das Thema der Wunderwaffe auftauchte. Henschel schrieb: Ende 1944 schrieb Gerlach an Bormann, dass das Projekt, an dem sie arbeiteten, kriegsentscheidend sein könnte. Gerlach spielte wie immer die Rolle eines vorsichtigen Wissenschaftlers und wollte nicht eindeutig bejahen, dass er eine Wunderwaffe besäße, die den Krieg beenden könnte. Dieses Zitat erfordert einen Kommentar. Vor allem stellt sich die Frage, ob es nicht um Kernwaffen ging. Das ist jedoch nicht möglich, denn bis dorthin war es noch ein langer Weg. Werner Heisenberg stellte nach dem Krieg eindeutig fest, die Deutschen waren an einem Kernreaktor interessiert und nicht an der Bombe. Überlegenswert dabei ist auch die Tatsache, dass Gerlach in der praktischen hoffnungslosen Endphase des Krieges es wagte, eine Waffe zu erwähnen, die den Krieg zugunsten der Deutschen definitiv entscheiden sollte. Damit nahm er ja eine große Verantwortung auf sich. Den Führer konnte man nicht mit Floskeln abspeisen. Auf jeden Fall ist es damit bestätigt, dass Gerlach an der Verwirklichung eines kriegsentscheidenden Projektes beteiligt war. Es lohnt sich, diesen Begriff im Gedächtnis zu behalten, da wir später auf ihn zurückkommen. Dieser Ausdruck ist auch an sich interessant, da er in Bezug auf ein Rüstungsprogramm allem Anschein entgegen etwas vollkommen Neues darstellte. 1944, als der totale Krieg ausgerufen wurde, tauchte die Bezeichnung kriegswichtig auf. Sie war mit der Aufhebung etwaiger anderer Verwaltungseinschränkungen gleichzusetzen. Wenn zum Beispiel in der Stadt X bestimmte kriegswichtige Arbeiten durchgeführt wurden, die Bronzelegierung erforderten, dann wurde nachts bei fehlenden alternativen Zäune, Denkmäler, Beschläge usw. demontiert und am nächsten Morgen stand die Bronze zur Verfügung. Der Begriff kriegswichtig war ein Schlüssel, der bis dahin verschlossene Türen öffnete. Der Ausdruck kriegsentscheidend, der, wie sich herausstellen sollte, eine behördliche Sicherheitsstufe darstellte, war jedoch ungewöhnlich, und zwar nicht nur gegen Ende des Jahres 1944. Ich habe persönlich ganze Kubikmeter deutscher technischer Dokumente untersucht und bin dieser Bezeichnung als offiziellen Begriff
eines Forschungsprojektes in keinem anderen Zusammenhang begegnet. Ich habe bisher niemanden getroffen, dem dieser Ausdruck bekannt wäre. Wie bereits erwähnt, kommen wir noch auf diese Frage zurück. Es liegt jedoch nahe, dass etwas, das den Verlauf des Krieges noch in seinen letzten Monaten oder gar Wochen verändern sollte, auch unter entsprechend strenger Geheimhaltung stehen musste. Das wirft eine Frage. Hatte Hitler von all dem Kenntnis? Angesichts der verfügbaren Daten ist diese Frage eindeutig zu bejahen. Die Involvierung von Hitlers Privatsekretär deutete einfach darauf hin. Außerdem, wenn Goebbels und Skorzeny von der Wunderwaffe wussten, wusste sicherlich auch Hitler davon. Zweifellos setzte er in das Projekt genauso viel Hoffnung wie Gerlach selbst. Ich habe oben versucht, Gerlachs Rolle bei diesem Projekt darzulegen. Es gibt jedoch auch neue Informationen über die restlichen Wissenschaftler. Es stellt sich heraus, dass einige von ihnen im Rahmen der Operation Paperclip nach dem Krieg in die USA gebracht wurden. Ihre Personalakten, die im Zusammenhang mit der Operation Paperclip angelegt worden waren, sind erhalten geblieben. Ich hatte die Gelegenheit, mich mit ihnen im NARA-Archiv in College Park vertraut zu machen. Viele Dokumente aus diesen Akten befinden sich zwar immer noch im CIA-Archiv unter Verschluss, was schon an sich ein schlagender Beweis ihrer Wichtigkeit ist, die meisten sind jedoch verfügbar. Von den erwähnten Wissenschaftlern war Dr. Kurt Debus zweifellos der wichtigste, da er für die Magnetfeldtrennung und Stromversorgung der Glocke verantwortlich war. Sein Ordner war auch wesentlich dicker als die der anderen Wissenschaftler. Seine Forschungsanstalt war das Hochspannungsinstitut der Technischen Hochschule Darmstadt. 1942 wurde er zum Forschungsinstitut des AEG-Konzerns in Berlin-Reinickendorf versetzt. Außerdem arbeitete er mit der Einrichtung in Peenemünde zusammen. Er war Autor einiger Publikationen und Patente im Bereich Hochspannungsmesstechnik. Er entwickelte unter anderem Geräte zur Hochdruckmessung und definierte Parameter für Hochspannungsentladungen. Am AEG-Institut entwarf er eine Stromversorgungsanlage, die eine Spannung von über 1 Million Volt lieferte, und war an der Ausstattung eines Überschall-Windtunnels beteiligt. Er nahm an der Entwicklung von Messgeräten für V2-Raketenprüfstände teil. In Anbetracht von Gerlachs Eigenschaften ist es wohl für niemanden verwunderlich, dass es sich bei Debus um einen ausgesprochenen Fanatiker handelte, der mit der nationalsozialistischen Bewegung von Anfang an eng verbunden war. Am 1. Mai 1933 trat er der SA bei, am 1. Februar 1939 der SS. Er wurde mit dem Kriegsverdienstkreuz ausgezeichnet. Die interessantesten Informationen fanden den Weg in seine Personalakte größtenteils durch Zufall. Es begann mit einer Kontroverse um seinen Fanatismus. Die Amerikaner verdächtigten ihn, ein SS-Offizier gewesen zu sein. Debus erklärte hingegen, er hätte lediglich einen Unteroffiziersgrad innegehabt, SS-Staffelunterscharführer. Über ein sogenanntes Entnazifizierungsgericht im besetzten Deutschland wurden alle Dokumente über ihn beschafft, die gefunden werden konnten, insbesondere Gerichtsakten. Bei dieser Gelegenheit kam ein interessanter Punkt ans Licht. 1942 denunzierte Debus bei der Gestapo Richard Krämer, einem seiner Mitarbeiter im AEG-Institut. Das Ganze fing sehr harmlos an. Eines Tages trafen sich die beiden morgens im Betrieb und Debus fragte Krämer, wie er geschlafen habe. Krämer erwiderte gut, wenn bloß nicht dieser Fliegeralarm gewesen wäre. Debus erwiderte daraufhin, stimmt, die Engländer hatten diesen Krieg nie anfangen sollen. Krämer lächelte ironisch und fragte, die Engländer haben ihn also angefangen? Dieses Lächeln reichte, um in das Gestapo-Hauptamt vorgeladen zu werden. Krämer wurde zu wenigen Jahren Gefängnis verurteilt. Zum zweiten Mal sehen wir also, was die Bezeichnung ausgesprochener Fanatiker bedeutet. Ein solches Durcheinander und ein solch großer Verlust mitten im Herzen des geheimsten deutschen Forschungsprojektes. Die Leitung des AEG-Konzerns war entsetzt und fühlte sich verpflichtet, darzulegen, warum eine Verhaftung Krämers völlig ausgeschlossen war. Diese Erklärung ist erhalten geblieben. Es ist wohl unnötig hinzuzufügen, dass in jeder anderen Situation der Versuch, die Triftigkeit der Gestapo-Tätigkeit in Frage zu stellen, ein Balanceakt zwischen Leben und Tod gewesen wäre. In diesem Fall jedoch war die Situation alles andere als gewöhnlich. Entsprechende Schreiben verschickte sowohl die Konzernzentrale als auch das Forschungsinstitut in Berlin. Das Schreiben wurde von Professor Dr. Karl Wilhelm Ramsauer, dem Leiter der AEG-Forschungsinstitutes, verfasst. Wenn man dieses Schreiben dem Gesamtwissen über wissenschaftliche Arbeiten aus der Kriegszeit gegenüberstellt, so ergibt sich,
dass der Begriff kriegsentscheidend de facto der höchste Geheimhaltungsstufe im Dritten Reich entsprach, die nur einen einzigen Ausnahmefall vorbehalten war. Für die Gestapo und das Gericht waren das offensichtlich ausreichende Argumente, um die ganze Sache sofort zu vergessen. Krämer ging nicht ins Gefängnis. Es ist ungewiss, was mit ihm nach dem Krieg geschah. Wir wissen jedoch, dass Debus an verschiedenen Raketen- und Weltraumprojekten der amerikanischen Streitkräfte beteiligt war. Er wurde wohl als einer der wichtigsten deutschen Wissenschaftler eingeschätzt, da er mit der Leitung des John F. Kennedy Space Centers auf Cape Canaveral beauftragt wurde. Es muss nachdenklich stimmen, dass eine der führenden Regierungsinstitutionen der USA von einem fanatischen SS-Mann geleitet wurde. Die Argumente mussten wirklich überzeugend gewesen sein. Er starb 1983 im Alter von 75 Jahren und hinterließ 2 Töchter. In den Unterlagen der Operation Paperclip fand ich auch die Personalakte einiger anderer interessanter Wissenschaftler. Sie beinhalten jedoch keine besonderen wertvollen Informationen. Ich fing mit Professor Hermann Oberth an. Ich habe ihn bisher nicht erwähnt, da er quasi am Rande des beschriebenen Projektes auftauchte. Direkt nach dem Krieg wurde er in Anlagen in Zroda, Zlaska, Neumarkt in Schlesien eine Druckschrift entdeckt, in der dieser Name genannt wurde. Das Schreiben betraf eine Delegation mehrerer Wissenschaftler, die nach Prag unterwegs waren. Auf dem Weg dorthin hielten sich für 3 Tage in Breslau und Zroda, Zlaska auf, woraufhin sie sich nach Torgau begaben. An dieser Reise, die vom 15. bis 25. September 1944 dauerte, nahmen folgende Personen teil: Professor Hermann Oberth, Herbert Jensen, Dr. Ewald Tholen, Dr. Elisabeth Adler sowie 2 weitere Personen, deren Namen unleserlich sind. Die Wichtigkeit dieser Information ist daraufhin begründet, dass Hermann Oberth der weltweit bedeutendste Experte im Bereich der Theorie von Raumflügen war, dessen Ansehen das des Jüngeren von Braun noch wesentlich übertraf. Mit einem Wort stellte er ein Potenzial dar, das man zweifellos nicht vergeuden sollte, insbesondere wenn man ein Raketenprogramm verwirklicht, das den damaligen Entwicklungen um Jahrzehnte voraus war. Ähnlich wie im Falle von Professor Gerlach bringt diese Information eine ungewöhnliche und bezeichnende Tatsache zum Ausdruck. Bezeichnend für die durchgeführten Arbeiten. Es geht nämlich darum, dass wir im Grunde genommen nicht wissen, womit er sich während des Krieges beschäftigte. Man konnte den Eindruck gewinnen, als sei das eine Art Licht am Ende des Tunnels, das bisher in der Schwärze der Nacht verschwamm. Wir wissen mit Sicherheit, dass Oberth nicht mit der Einrichtung in Peenemünde in Verbindung stand, da er in diesem Fall zumindest eine leitende Funktion bekleidet hätte und dadurch sein Mitwirken bekannt gewesen wäre. Tausende der dort beschäftigten Fachleute arbeiteten nach dem Krieg in anderen Ländern, von den USA über die UdSSR bis nach Ägypten. Es wäre also unmöglich gewesen, ein solches Geheimnis aufrechtzuerhalten. Es deutete also alles darauf hin, dass ein alternatives Programm gab, das bereits seit langem verwirklicht und wahrscheinlich für sehr wichtig erachtet wurde. Darauf weist alleine schon die Tatsache hin, dass keine Informationen über Oberths Arbeiten aus der Kriegszeit vorliegen. Die wichtigste Information, die aus seiner amerikanischen Personalakte hervorgeht, ist die Tatsache, dass er überhaupt in die USA gebracht wurde. Interessant ist auch, dass er sich für Okkultismus interessierte. Eine etwas wertvollere Information enthält ein anderes Dokument, das von einem Oberst des amerikanischen Nachrichtendienstes unterschrieben wurde und die kategorische Forderung enthält, die Identität eines deutschen Wissenschaftlers mit dem Namen Herbert P. Jensen zu bestimmen und ihm im Rahmen der Operation Paperclip unter Vertrag zu nehmen. Dieser Name ist uns bereits bekannt. Es deutet alles darauf hin, dass die Amerikaner an Oberth nicht wegen seiner rein theoretischen Vorkriegsuntersuchung interessiert waren, sondern aus ganz konkreten Beweggründen. Es entsteht der Eindruck, als versuchten die Amerikaner, das alte Forschungsteam wiederherzustellen. Wenn die Informationen über Jensen sich in Oberths Personalakte befand, stammen sie wahrscheinlich auch von ihm selbst. Erwähnenswert in diesem Zusammenhang ist die Tatsache, dass auch Gerlach nach dem Abschluss seiner Internierung in Farm Hall in die USA gebracht und intensiven Verhören unterzogen wurde. Er kehrte nach Deutschland zurück. Der amerikanische Geheimdienst behielt jedoch sein Arbeitsnotizbuch. Darüber ist lediglich bekannt, dass es als wertvolle Trophäe im CIA-Archiv verschwand. Als ich in den USA war, interessierte mich die Personalakte noch einer weiteren Person, die die Amerikaner als wichtig betrachteten.
Es handelte sich um Professor Hubertus Struckhold. Sein Name tauchte kein einziges Mal in den Dokumenten über Kronos Laternenträgerprojekt auf. In einem Interview gab er jedoch zu, 1945 eine Art kosmischen Flugsimulator in einer unterirdischen Einrichtung in Fürstenstein getestet zu haben. Struckhold war ein Pionier auf dem Gebiet der Raumfahrtmedizin, gelang mir jedoch lediglich festzustellen, dass er am 3. August 1947 in die USA kam und eine Schlüsselrolle bei den Vorarbeiten zum ersten bemannten Raumflug spielte. Damit kommen wir zum Ende der Besprechung der Schicksale und Forschungsarbeiten deutscher Wissenschaftler. Es gibt noch einen weiteren Aspekt dieser Forschung, der auf den vorangehenden Seiten lediglich angedeutet wurde: die Orte und die konkreten Einrichtungen, an denen sie durchgeführt wurden. Die Forschungsstätten. Zur Erinnerung nenne ich sie noch einmal in chronologischer Reihenfolge: unterirdische Laboratorien in Skora, also Neumarkt in Schlesien, Lubiac, Lebus, eine unterirdische Einrichtung in der Nähe der sogenannten Altburg in Fürstenstein sowie ein stillgelegtes Kohlenbergwerk in der Gegend von Waldenburg, das zu diesem Zweck übernommen worden war. Über die Einrichtung in Lubiac ist nichts weiter bekannt, da sie vollständig unter Wasser steht. Deutlich besser sieht es hingegen im Falle von Fürstenstein aus. Dort befindet sich ein Komplex von 2 im Übrigen sehr malerischen Schlössern, von denen ein altes und das andere neu ist. Es ist kein Geheimnis, dass während des Krieges dieses ganze Gebiet streng bewacht worden und dem Militär hauptsächlich der Luftwaffe und der SS unterstellt war. 2 groß angelegte unterirdische Komplexe wurden auf mehreren Ebenen ausgeschachtet. Der eine, der sich unter dem neuen Schloss befindet, ist relativ gut bekannt, da ein Teil der Grubenbauten untersucht und inventarisiert wurde. Zu diesem bekannten Teil zählen Tunnel mit einer Gesamtlänge von etwa 1 Kilometer. Ein Großteil der Einrichtung ist jedoch wahrscheinlich unerforscht, da von mindestens 6 früheren Eingängen heute nur noch einer zugänglich ist und der Hauptaufzugsschacht, der das Schloss mit den unterirdischen Ebenen verbunden hatte, nach dem Krieg zugeschüttet wurde. Die Arbeiten, an denen unter anderem der Häftlingstrupp aus Großrosen, italienische Fachleute und etwa 400 Bergleute aus dem russischen Donezbecken beteiligt gewesen waren, begann wahrscheinlich 1943. Der Verwendungszweck der Einrichtung konnte nicht vollständig geklärt werden. Wahrscheinlich sollte hier ein Befehlsstand, Deckname Rüdiger, für den Führer entstehen, obwohl andererseits bekannt ist, dass in den nächsten Kriegsmonaten eine Forschungsstation der Luftwaffe mit dem Decknamen Wetterstelle in diesen unterirdischen Gängen verlegt wurde. Hier wurden unter anderem Bombenzielvorrichtungen und die elektronische Ausstattung der abgeschossenen Flugzeuge der Alliierten untersucht. Aus den Berichten einiger Häftlinge geht hervor, dass diese Gebilde mittels einer 16 bis 18 Kilometer langen Tunnel mit einem unterirdischen Komplex im nahegelegten Eulengebirge verbunden war. Dieser Komplex trug den Decknamen Riese. Über die Einrichtung unter dem alten Schloss, der vom neuen Schloss lediglich etwa 500 Meter entfernt liegt, ist wesentlich weniger bekannt. Trotz der geringeren Entfernung wurden beide Tunnel und Hallenkomplexe bisher getrennt behandelt, da sie durch eine 60 bis 80 Meter tiefe Talschlucht des Pelzika-Flusses voneinander getrennt sind. Dennoch wird die Existenz einer Verbindung zwischen ihnen nicht ausgeschlossen. Auf solche Berichte berief sich unter anderem Professor Tadeusz Slowiowski, der sein halbes Leben der Erforschung von Skiac gewidmet hat und wahrscheinlich im Besitz der meisten Dokumente zu diesem Thema ist. Auch die erste professionelle geologische Erkundung der unterirdischen Struktur des neuen Schlosses, die 1960, als der Hauptschacht noch zugänglich war, von der Bergwacht-Kreisstation in Weilbretzüch durchgeführt wurde, lässt darauf schließen. Damals wurden nicht nur die 2 heute bekannten, sondern insgesamt 4 Tunnelebenen inventarisiert. Die tiefste davon befand sich auf Flusshöhe. Darauf, dass die Zahl richtig sein könnte, wies auch ein simples Detail in Form eines Aufzugsschaltkasten hin, der bis vor kurzem noch vorhanden war. Die Einrichtung unter dem alten Schloss ist seit 1948 vollkommen unzugänglich. Ihre Existenz konnte jedoch 2 Forscher bestätigen, die sich vorrangig mit der Geschichte von Skiac befassen. Der bereits erwähnte Tadeusz Slowiowski sowie Slawomir Orlowski aus Breslau. Der erste behauptete außerdem, dass das ganze Gebiet um das Schloss während des Krieges durch mindestens 2 Ringe von Wachposten der Luftwaffe ungewöhnlich streng bewacht wurde. Er erklärte sich auch bereit, den in den Luft gesprengten Eingang zum unterirdischen Komplex zu zeigen. Orlowski schilderte in einem Artikel die geheimnisvollen Ereignisse, die mit dieser Einrichtung verknüpft waren. Unter den Personen,
die die alten Karten von Chias untersuchten, herrschte die Überzeugung, dass das Schloss ein stark entwickeltes System von unterirdischen Gewölben besaß, die unter der Talsohle Pleznica-Fluss mit den ältesten Schlossgängen verbunden waren. 1967 kam ich auf die Lösung des Rätsels. In einer Touristengruppe russischer Kriegsteilnehmer, die in Niederschlesien gekämpft hatten, traf ich Iwan Konkow. Plötzlich erwähnte er, dass er auf dem Schloss stationiert gewesen war. Als Konkow meine Interesse an diesem Thema auffiel, fragte er mich, ob ich den Grund für die Zerstörung des Schlosses auf der Landzunge kannte. Ich bat ihn um einen Bericht. Hier seine Erzählung. Eines Tages bemerkten die Soldaten zwei Personen, die im Hain der immergrünen Rhododendren herumschlichen. Als ihnen zu halten befohlen wurde, rannten sie um sich schießend ins Dickicht. Die Flüchtigen schlugen einen Haken. Als der Ring um sie jedoch enger gezogen wurde, verschwanden sie auf dem Gelände des alten Schlosses. Einige Soldaten erreichten den Schlosshof. Hier kamen sie jedoch unter scharfem Beschuss aus Handmaschinengewehren. Plötzlich erfolgte eine gewaltige Explosion. Die Wände der gotischen Ruine wankten. Dann stürzten sie auf den Hof, der durch die Kraft der unterirdischen Explosion Wellen schlug und in sich zusammenbrach. Auf diese Weise besiegelten die Wachposten aus Werwolf das Geheimnis dieses unterirdischen Komplexes. Es sind nicht viele Daten übrig, die zur Aufklärung des Rätsels beitragen könnten. Der Grund dafür waren die strengen Bewachungen des ganzen Gebietes und die Ermordung fast aller Häftlinge, die in den letzten Kriegsmonaten hier arbeiteten. Dennoch sind einige ungewöhnliche Informationen aufgetaucht. Ich hörte von Professor Slowikowski, obwohl ich ihn gar nicht nach solchen Sachen gefragt hatte, dass um die Jahreswende 44/45 einer der Einwohner irgendwelche Objekte sah, die senkrecht starteten und landeten. Er nannte sie fliegende Fässer. Am 23. Juni 1999 strahlte der Fernsehsender TVN die Aussage eines anonymen Zeugen aus. Eine Frau, deren Ehemann an den Warschauer Aufstand in Gefangenschaft geriet und danach auf dem Schloss in den letzten Kriegstagen wohnte und arbeitete. Er überlebte die Häftlingserschießungen im April 1945 dank eines Stahlkorsetts, das sein verletztes Rückgrat schützte. Er behauptete, dort irgendwelche runden experimentellen Flugkörper gesehen zu haben. Jerzy Rowskowski, ein außergewöhnlich gewissenhafter Forscher und Autor eines Films über die Geschichte von Skiaz, stieß wiederum auf die schriftliche Aussage eines Häftlings von Großrosen, der in Skiaz arbeitete. Eines Tages belauschte dieser ein Gespräch von SS-Männern über irgendeine Superwaffe, die dort entwickelt worden war. Er konnte sich an folgende Worte erinnern: Es werden nur diejenigen überleben, die sich im Wald oder hoch in den Bergen aufhalten, da kein Schutzraum den Tod verhindern kann. Die obigen Beschreibungen stellen im Grunde genommen eine Kompilation der bereits bekannten Informationen über Skiaz dar. Schließlich sollte es mir doch gelingen, unbekannte Fakten zu finden, die das Ganze in einem völlig neuen Licht erscheinen ließen. Bevor es jedoch dazu kam, konzentrierte ich mich darauf, die Rolle eines weiteren geheimnisvollen Ortes zu klären, und zwar des nebulösen stillgelegten Kohlenbergwerkes in der Gegend von Waldenburg. Zu diesem Zweck nahm ich Kontakt zu Michael Barnas aus Krakau auf, einem Wissenschaftler und Mitarbeiter der Polnischen Akademie der Wissenschaften, der sich mit den Bergwerken beschäftigt, insbesondere mit der Geschichte von Bergwerken in dieser Region. Ich hatte den Eindruck, dass meine Frage Erleichterung bei ihm hervorrief, da er kurz zuvor ein ziemlich seltsames Bergwerk entdeckt hatte, das die erwähnten Kriterien erfüllte und deshalb gespannt war, wofür es während des Krieges gedient hatte. Gleichzeitig kannte er eine andere Einrichtung, die in diesem Schema so ausgezeichnet passen würde. Dieses Bergwerk befindet sich in Ludwikowice und trug bis 1945 die Bezeichnung Wenceslaus. Es liegt etwa 20 Kilometer von Skiaz entfernt und grenzt praktisch an den oben erwähnten unterirdischen Komplex Riese im Ollengebirge. Es gelang Michael Barnas, eine reiche Dokumentation darüber zu sammeln, aus der sich ergab, dass hier während des Krieges große Veränderungen erfolgten, jedenfalls in Bezug auf den unterirdischen Teil. Dazu reichte es, Fotos aus der Vorkriegszeit mit Bildern, Luftaufnahmen aus dem Krieg und der Nachkriegszeit zu vergleichen. Barnas fand heraus, dass es hier zu einem großen Unfall gekommen war, der zum Bankrott und zur Verstaatlichung des Bergwerks führte. Aus den anfangs verfügbaren Daten ging hervor, dass sich hier während des Krieges eine Sprengstofffabrik sowie Chemiefabrik der Dynamit AG befand. Da Barnas Berichte darauf schließen ließ, dass dieses Gelände sehr interessant war, begaben wir uns dorthin. Es stellte sich heraus, dass das ganze Gebiet, in dessen Mittelpunkt sich der Hauptschacht befindet, inmitten eines tiefen Tals liegt, das man nur durch zwei Engpässe erreichen kann.
Da in diesen Engpässen Überreste von Wachhäusern zu sehen waren, war offensichtlich, dass das Gelände bewacht wurde. Sein Relief bewirkte, dass auf diese Weise das ganze Tal physisch von der Außenwelt abgeschnitten war. Schon der erste Blick auf diese vormals verbotene Zone war ausreichend, um den bestechenden Eindruck zu gewinnen, dass hier während des Krieges etwas Wichtiges vor sich ging. Vor allem fiel die ungewöhnlich ausgebaute Infrastruktur auf, die typisch für unterirdische Rüstungseinrichtungen und nicht für Bergwerke war. Ausgezeichnet und kilometerlange Betonwege im Wald, sehr viele Bunker, Überreste von Toren und Umzäunungen innerhalb der geschlossenen Zone und ähnliche Dinge. Ein weiterer ungewöhnlicher Umstand, der selbst für eine militärische Kriegseinrichtung auffiel, war die äußerst sorgfältige Tarnung. Alle Stahlbetongebäude und Bunker besaßen entweder sogenannte Trogdecken, auf denen Bäume normaler Größe wuchsen oder die zu Tarnzwecken mit Erde abgedeckt waren. Außerdem waren die Gebäude mit Tarnfarbe angemalt. Ein Objekt, zu dem uns einer der Betonwege führte, erweckte unser besonderes Interesse. Auf einem Stück ebener Fläche befand sich ein 10-seitiges Becken mit einem Durchmesser von knapp 40 Metern, dessen Umzäunung mit der immer noch sichtbaren grünen Tarnfarbe bemalt war. Im Inneren des Beckens ragte eine ziemlich ungewöhnliche Konstruktion empor. Es handelte sich dabei um 10 massive Pfeiler, die jeweils etwa 10 bis 12 Meter hoch und oben mit einem 6-seitigen Stahlbetonring mit einem Durchmesser von 30 bis 31 Meter verbunden waren. Dieses Gebilde war seltsam, da es kein Dach besaß. Zwischen den Pfeilern gab es weder Wände noch irgendwelche Spuren von ihnen. Die Konstruktion machte den Eindruck eines fertigen Ganzen, war verputzt und mit grüner Farbe angestrichen. Nur oben entlang des Ringkreises waren Vorrichtungen zu erkennen, die an Metallbefestigungen erinnerten. Bevor wir einen genaueren Blick darauf werfen konnten, dachten wir, dass es sich um das Gerüst eines unfertigen Kühlturms oder Kaminkühlturms handelte, der zum umliegenden Elektrizitätswerk aus der Vorkriegszeit gehörte. Michael Bannus holte jedoch ein Foto aus dem Jahr 1934 hervor und sagte, das Elektrizitätswerk besaß einige Kühltürme, sie standen hier. Das sieht überhaupt nicht nach einem Kühlturm aus. Seiner Meinung nach war die Konstruktion dafür erstens im Verhältnis zu ihrem Durchmesser zu niedrig und zweitens hätten die Pfeiler mit Wänden verbunden sein müssen. Diese Erklärung widersprach auch oder vor allem das Becken, das größer als die Konstruktion selbst war. Das Ganze machte einen ziemlich unheimlichen Eindruck und gleichzeitig erinnerte es mich an etwas. Damals wusste ich noch nicht woran. Nachdem ich jedoch wieder zu Hause war, fand ich ein Foto einer Vorrichtung, die dieser Konstruktion sehr ähnlich war. Sie trug die Bezeichnung Fliegenfänger und sollte zum Testen von senkrecht startenden und landenden Flugobjekten dienen. Später kam Nick Cock von der Zeitschrift Jane's Defense Weekly aus Großbritannien nach Polen, um sich unter anderem dieses etwas anzusehen, und zeigte mir noch ein anderes Foto, das womöglich der Konstruktion in Ludwikowice noch ähnliche war. Das Bild trug die Beschriftung Avro Test Rig for the Match for Project 1794 Saucer und die darauf abgebildeten Vorrichtungen dienten zum Testen scheibenförmiger Flugobjekte, die in den kanadischen Avro-Werken gebaut wurden. Diese Erklärung ist fast schon provozierend. Ich bin mir natürlich nicht sicher, ob sie auch richtig ist, obwohl das betreffende Bild vor einigen Jahren in mehreren tausend Büchern abgedruckt wurden und bisher von keiner konkreten Alternativerklärung gehört habe. Der Fliegenfänger wurde auch mehrere Male als eine Konstruktion mit unklarem Verwendungszweck im Fernsehen präsentiert, was auch ohne jede Resonanz blieb. Ziemlich ungewöhnlich dabei ist das erwähnte Becken. Es passt zur Beschreibung der Keramikkacheln ausgelegten Oberfläche, die mit einer Salzlake abgewaschen wurde. Und noch ein weiteres Detail fiel ins Auge. Zwischen dem Fliegenfänger und dem nebenstehenden Elektrizitätswerk verläuft eine Verbindung in Form eines Installationskanals aus Beton, der aus vorgefertigten Elementen gebaut ist. Durch diesen Kanal wurde ein Kabel unter die Beckenmitte geführt. Das ist ganz klar, an dem immer noch vorhandene armdicke Kabelreste, die auf einem der Fotos zu erkennen sind. Michael Bannus erklärte mir, dass in den Bergwerken kein Hochspannungsstrom zur Anwendung kommt. In explosionsgefährdeten Bergwerken wie diesen wird sogar ganz auf Strom verzichtet. Stattdessen wird Druckluft verwendet. Um Missverständnissen vorzubeugen, sei noch hinzugefügt, dass eine Explosionsgefährdung nur beim Kohlenbergbau vorhanden ist. Wenn die unterirdischen Räume für andere Zwecke genutzt werden, besteht keine Gefahr. Um zusätzliche Informationen zu erhalten, beschlossen wir, die im Tal lebenden Einwohner zu befragen. Wir wollten jemanden finden, der hier relativ früh angesiedelt wurde. Die Deutschen wurden ja ausgesiedelt. Wir fanden eine solche Person. Es handelt sich dabei um Henrik Lassack, der 1947 hierher zog.
Er wusste jedoch nicht viel, obwohl er sich daran erinnern konnte, dass sich in der Nähe des Elektrizitätswerks und Fliegenfängers Schilder mit der Aufschrift SS befanden, die den Zutritt verbaten. Von anderen Einwohnern erfuhren wir, dass hier große Mengen chemischer Waffen hergestellt worden seien, entsprechende Behälter immer noch in den Bunkern eingeschlossen sind und chemische Munition gelegentlich von Pionieren gefunden wird. Wir fanden solche Bunker im Wald, die mit Schildern „Achtung Gift" versehen waren. Dank der Hilfe von Petru Kaluza fanden wir Frank Süßgogel aus Latjetzorit, Bad Landeck, der 1948 in den Gebäuden des früheren Bergwerkes gearbeitet hatte. Er soll damals Akten während der des Krieges beschäftigten Arbeiter gefunden haben, aus denen sich ergab, dass viele Elektrotechniker und Mechaniker angestellt worden waren. Es konnte sich also nicht nur um Sprengstoffe und chemische Waffen gehandelt haben. Eine von Petru Kaluza gefundene ehemalige Gefangene berichtete hingegen, dass die unter der Erdoberfläche beschäftigten Arbeiter mehrmals täglich irgendwelche Tabletten einnehmen mussten und das Personal weiße Kittel trug. Michael Banas fand wiederum heraus, dass dieses Bergwerk eine richtige unterirdische Stadt war. Die Grubenbauten befanden sich auf vielen Ebenen und reichten bis auf 610 Meter Tiefe. In der Horizontalebene beanspruchten sie einen Raum von 9 mal 16 Kilometern. Von der südöstlichen Seite her waren sie nicht mehr als 200 Meter vom geheimnisvollen Riese-Komplex entfernt, der während des Krieges von Zehntausenden Häftlingen des Konzentrationslagers Groß-Rosen gebaut wurde. Laut Dr. Jacek Wilczkur von der Hauptkommission für die Untersuchung der nationalsozialistischen Verbrechen waren es über 70.000, nach anderen Untersuchungen etwa 40.000. Die ganze Angelegenheit begann allmählich ein ganz anderes Ausmaß anzunehmen. Das Problem besteht darin, dass seit Ende des Krieges das Bauwerk vollständig überflutet und der Zugang zum unterirdischen Teil versperrt ist. Da ich nicht in der Lage war, aufgrund der existierenden Quellen eine Verbindung zwischen den erwähnten Arbeitsstätten herzustellen, wandte ich mich an eine Fachgröße auf diesem Gebiet, an die einzige noch lebende Person, die direkten Zugang zu deutschen Dokumenten und anderen Quellen aus der Kriegszeit hatte. Die Rede ist von Professor Moldaver, der Häftling in Groß-Rosen war und als Fachkraft in der KZ-Kanzlei für die Erstellung verschiedener Pläne verantwortlich war, zum Beispiel für Atomschutzbunker in den deutschen Städten, die in der Regel verschiedenen KZ-Bauvorhaben betrafen. Professor Moldaver hatte direkten Kontakt zu Hans Kammler und Oswald Pohl. Ich wandte mich an ihn, da in seinem Buch über Groß-Rosen auf eine Information gestoßen war, die eine Art Verbindung darstellen konnte. Kommando Fürstenstein in Kias bei Wałbrzych auf dem Luftwaffenquartiergelände samt dem Zentrum für Flugwaffenforschung und der Sonderinspektion für den Bau von unterirdischen Fabriken im Massiv des Eulengebirges. Ein kleines, 1944 gegründetes Kommando war es verwaltungstechnisch mit dem nahegelegenen Kommando Wüste Giersdorf verknüpft, das einen Rüstungskomplex baute, Bauarbeiten im Bereich getarnter Räume, Schutzräume und Depots für militärische Forschungseinrichtungen. Wüste Giersdorf heißt heute Glučica. Es ist der Ort, an dem sich der Riese-Komplex befand. Es stellte sich vor allem die Frage, um was es sich bei dem geheimnisvollen Zentrum für Flugwaffenforschung handelte und was in dem erwähnten Gebirgsmassiv hergestellt werden sollte. Es fehlt lediglich ein Element, das ZIA mit dem Wenceslaus-Bergwerk verknüpfen würde. Nach vorheriger Verabredung begab ich mich mit einer Videokamera und einem Vorrat an Kassetten bewaffnet in die Wohnung von Professor Moldaver. Ehrlich gesagt machte ich mir keine Hoffnung, dass er mir etwas mehr sagen könnte, als bereits in seinem Buch zu finden war. Zum Glück täuschte ich mich, denn er lieferte mir geradezu bahnbrechende Informationen. Er begann mit dem Jägerstab. Bevor ich vor dem Gespräch selbst berichte, erkläre ich kurz, worum es sich dabei handelte. 1943 begann die Luftwaffe, die Kontrolle über den deutschen Luftraum immer mehr zu verlieren. Die Luftangriffe richteten eine grauenhafte Verwüstung bei der deutschen Rüstungsindustrie an. Dem konnte man nur mit ungewöhnlichen Mitteln entgegenwirken. Daraufhin wurde am 1. März 1944 das sogenannte Jägerprogramm samt der Institution, die es verwirklichen sollte, dem Jägerstab, ins Leben gerufen. Es ging um die Beschleunigung der Produktion neuer Jagdflugzeuge und anderer revolutionärer Flugwaffen. Die Basis dafür sollten große unterirdische Fabriken bilden, die immun gegen Luftangriffe wären.
Zunächst lagen die entsprechenden Kompetenzen bei Speers Reichsministerium für Bewaffnung und bei der Luftwaffe. Im Laufe des Jahres 1944 erlangte jedoch die SS, konkret der Rüstungsstab der SS-Gruppenführer Hans Kammler, eine immer stärkere Kontrolle über dieses Vorhaben. Ende 1944 übernahm er bereits die vollständige Kontrolle sowohl über die Forschungsarbeiten der Luftwaffe als auch über die Einrichtung der unterirdischen Fabriken. Kehren wir jedoch zu den Aussagen von Professor Moldaver zurück. Er lieferte die erste sehr wichtige Information. Der Jägerstab befand sich in Zittau in Fürstenstein, das von der Luftwaffe besetzt worden war. Befand sich hingegen eine Abteilung, die für die Entwicklung neuer Waffen zuständig war. Die bahnbrechendste von ihnen soll eben im Eulengebirge hergestellt worden sein. Von den großen Hoffnungen, die die Luftwaffenführung mit diesen Arbeiten verband, zeugt die außerordentliche Sorge um die Verwirklichung dieser Aufgabe zugeteilten Häftlinge, die alle Nicht-Juden waren. Außer den üblichen Lagerrationen bekamen sie eine relativ solide Militärverpflegung und Milch. Das zeugt natürlich von der hohen Priorität, die diesen Arbeiten eingeräumt wurde. Professor Moldaver sagt ergänzend dazu, dass etwa 85 Kilometer westlich von Skiac in Liberec, Reichenberg, und Slezheny Brod, Eisenrod im Bezirk Jablonek, Goblonz, ein Planungszentrum für strategische Maßnahmen unter Anwendung funkgesteuerter Waffen für die Luftwaffe gebaut wurde. Mein Gesprächspartner betonte noch etwas, das eigentlich schwer zu übersehen war. Auf erstem Gebiet befanden sich eine Reihe von Schlüsseleinrichtungen. Im Zusammenhang betrachtet ergeben sie das Bild eines konkreten Rüstungsprogramms. Ich fragte natürlich, was war das für eine Waffe? Es soll sich dabei um eine kriegsentscheidende Waffe gehandelt haben, die sich gewissermaßen aus zwei Komponenten zusammensetzte. Das erste Element war ein Flugobjekt oder eine Kombination solcher Objekte, die sich durch revolutionäre Eigenschaften auszeichneten. Es ging darum, sie zu befähigen, alle wichtigen Städte des Gegners problemlos zu erreichen. Professor Moldaver nannte Moskau, London und New York. Mein Gesprächspartner wusste nicht, um welche Objekte es sich dabei handelte. Er wusste, dass verschiedene Varianten in Erwähnung gezogen wurden. So sah er zum Beispiel die Skizze eines schweren Bombers, der ein unbemanntes Flugzeug mit Raketenantrieb transportierte. Dabei ging es jedoch um die Anfangsphase des Projektes, als verschiedene Konzepte erwogen wurden. Er wusste nicht, wofür die Deutschen sich entschieden. Die zweite Komponente beruhte hingegen auf den todbringendsten Waffen des Dritten Reiches und des Zweiten Weltkrieges, nämlich auf chemische Waffen der neuesten Generation, Tabun, Sarin und Soman. Auch diese Waffen wurden ja vor allem in Niederschlesien hergestellt, darunter in Ludwikowice. Daher fragte ich Professor Moldaver über die Rolle des bereits erwähnten Bauwerks. Er erwiderte, dass es sich dabei um einen Teil eines ganzen Produktionskomplexes handelte. Nach dem Krieg unterhielt er sich mit einem Ingenieur, der eine Verbindung zwischen dem unterirdischen Bauwerk und dem Rieser-Komplex entworfen hatte. Nicht Riese, sondern Rieser. Er behauptete, sich daran sehr genau zu erinnern, deshalb werde ich ab jetzt diesen Decknamen verwenden. Es ist unbekannt, ob eine solche Verbindung tatsächlich gebaut wurde. Gegenwärtig ist nur ein etwa 90.000 Meter großer Teil des Rieser-Komplexes bekannt. Alleine der Vergleich des Materialverbrauchs und der Zahl der eingesetzten Arbeitskräfte mit anderen ähnlichen Bauwerken suggeriert eine Größe von mindestens 250.000 Quadratmetern. Wir stimmen in der Einschätzung überein, dass sich die Notwendigkeit eines solchen Komplexes, Bergwerk plus horizontaler Baukomplex, aus einer simplen Tatsache ergab. Das Bauwerk besaß zwar ein unglaubliches Volumen, wahrscheinlich über 1 Million Kubikmeter, hatte jedoch ein sehr ernstes und unlösbares Problem. Die wichtigsten Transportwege, 2 große Schächte, besaßen eine Reihe von Einschränkungen. Vor allem konnte man durch diese keine Elemente mit großen Abmessungen, zum Beispiel Fertigfabrikate, transportieren. Obwohl das Bergwerk beispielsweise für die Herstellung von chemischen Waffen sehr gut geeignet gewesen wäre, wenn der Transport über Pipelines erfolgt wäre, in diesem Fall war jedoch eine separate Endfertigungslinie notwendig, die sich durch große Hallen und von den Eingängen führenden horizontalen Transportwege auszeichnen musste. Genau für diese Aufgabe war womöglich der Rieser-Komplex verantwortlich. Auf diese Weise konnten schließlich dank der Information von Professor Moldaver alle Puzzle-Elemente, darunter auch die auf der Landkarte sichtbaren Einrichtungen, logisch miteinander verknüpft werden. Der ganze Komplex war im Übrigen außergewöhnlich groß. Wenn man den Berichten über den Tunnel
der das Eulengebirge mit Skiers verbunden haben soll, Glauben schenken darf, erhalten wir eine unterirdische Stadt mit einer Länge von über 30 Kilometern. Die oben dargestellten technischen Informationen lassen eine grundsätzliche Frage aufkommen. Konnte das beschriebene System kriegsentscheidend sein? Und ob? Ein Trägersystem für Massenvernichtungswaffen, das für feindliche Jäger aufgrund seiner Wendigkeit und Schnelligkeit unerreichbar ist und sich durch eine große Reichweite auszeichnet, wäre die Verwirklichung eines technologischen Quantensprungs mit unabsehbaren Konsequenzen. Laut offiziellen Angaben stellten die Deutschen 10.000 Tonnen chemischer Waffen her, die auf Organphosphaten beruhten. Diese Daten beziehen sich jedoch nur auf 2 Fabriken, während es in Wirklichkeit mindestens 4 davon gab. Das ergibt etwa 100 Milliarden Dosen, die zum sofortigen Tod führen. Die Möglichkeit, sie sicher in die wichtigsten feindlichen Ballungsgebiete zu transportieren, würde bedeuten, dass die Zahl der Kriegsopfer innerhalb einer Woche verdoppelt werden könnte. Zu diesem Ziel würde es ausreichen, eine Flotte von etwa 50 großen Flugobjekten zu bauen, was etwa 1/10% der 1944 im Dritten Reich produzierten Luftfahrzeuge entsprochen hätte. Die Deutschen hätten also noch um die Jahreswende 44/45 den Krieg gewinnen können, wie sich aus Gerlachs Brief an Bormann ergibt. Angesichts dieser Überlegungen, wie übrigens verständlich, weshalb es in Deutschland keine Entsprechung zum amerikanischen Manhattan-Projekt gab, an dessen Entwicklung weit über 200.000 Personen beteiligt waren, während die über Hiroshima abgeworfene Bombe nur 78.000 Menschen tötete, ungefähr so viel wie beim größten konventionellen Luftangriff auf Dresden. Unter den damaligen Bedingungen waren Nuklearwaffen vom militärischen Standpunkt aus einfach unbegründet, jedenfalls im Deutschen Reich. Die Amerikaner besaßen keine chemischen Alternative. Von all dem abgesehen stellte sich natürlich die Frage, ob es den Deutschen gelang, mit der Produktion und Anwendung dieser neuen Antriebsart zu beginnen. Das scheint eine rhetorische Frage zu sein. In Wirklichkeit ist sie es jedoch nicht. Wir wissen nämlich, dass sie es schafften. Schaltet auch demnächst wieder ein. Es geht spannend weiter auf der Suche nach dem letzten Geheimnis des Dritten Reiches.